So. Ah! Ah! Fuck! Fucking! Ah! Und das ist geil. Ich habe Lust, mit euch mein Lieblingstool zu teilen. Das Tool heißt Aspecting und ich kenne dieses Tool vom ISTA, vom International School of Temple Arts. Ich habe es ein bisschen modifiziert und es ist mir vor allem wichtig, weil über das Aspecting ich die Möglichkeit habe, mein inneres Beziehungsfeld, meine inneren Aspekte immer wieder zu klären und zu verstehen, wo ich gerade dran bin, wo mein System gerade in Begegnung ist. Und damit meine ich, dass dass ähm, wir eigentlich wie so oft unterwegs sind und in Begegnung gehen mit Menschen oder mit Menschengruppen oder mit unserer Arbeit oder mit Geld und wir eigentlich unsere inneren Beziehungsfelder, unverdauten Beziehungsfelder von der Vergangenheit aufs Jetzt projizieren, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, viel Geld zu haben, ist jetzt ganz banal auch. Geld, Glaubenssatz und der hat sehr oft, also wenn wir den vielleicht tragen, dann hat der sehr selten wirklich mit dem Jetzt zu tun, sondern damit, wie wir unser eigenes Selbstbild aufgebaut haben und darin begleitet worden sind, zum Beispiel von unseren Eltern. Und dieses Ich bin nicht gut genug oder ich verdiene es nicht, viel Geld zu haben, kann zum Beispiel in der Beziehung mit meiner Mutter gewesen sein, wo meine Mutter mir die, äh, das Bild gegeben hat, dass ich eigentlich einen anderen Weg einschlagen soll, als den ich so also ausgestrahlt habe oder gezeigt habe als Kind. Zum Beispiel wollte ich lieber Fußball spielen als mich schminken und ähm, meine Mutter konnte eventuell, also das ist jetzt nur ein Beispiel, meine Mutter konnte nichts damit anfangen, dass sie jetzt eine Fußballspielende Tochter hat und dann hat sie mir eventuell dann vermittelt, dass das nicht gut ist und dann habe ich diese Prägung übernommen und gedacht, ah ja, das ist nicht gut und ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und aufgrund von dem ist ein Minderwert entstanden, der jetzt wirkt und den ich dann jetzt im jetzigen Moment auf mein Geldthema projiziere. So. Also mit dem, was ich meine, mit den inneren Beziehungsthemen, damit was für alte Beziehungsdynamiken, mit was für alten Beziehungsdynamiken bin ich immer noch unterwegs, die gerade so halb an der Oberfläche sind und die einen Ort suchen, wo sie sich hin projizieren können. Und ich möchte dieses Tool mit euch teilen, weil es ja bei den Tempeln oder allgemein bei Sexualität um Beziehung geht. Und vorerst sind wir eigentlich nicht mit dem Menschen oder mit der Gruppe unterwegs, mit der wir im Jetzt gerade sind, sondern wir sind mit unseren Projektionen unterwegs. Das heißt, ich bin da mit meinem Lover oder meinem Partner oder mit irgendwie einem Menschen, mit dem ich gerade eine Übung mache. Und dieser Mensch hält hin für meine inneren Beziehungsdynamiken Dynamiken von der Kindheit oder von dem Moment an, wo ich geprägt wurde. Also. Und das heißt, sehr oft kann ich dann wie nicht wirklich einen anderen Menschen sehen, sondern bin so beschäftigt mit meiner inneren Projektion. Und der andere Mensch ist dann zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter,
die beide irgendetwas Relevantes gesagt haben, das sich in mir gespeichert hat, oder meine frühere Schulklasse, falls ich in einem Tempel bin und da ist ein Gruppenraum, oder meine Familie, die mich ähm, so in meinem Inneren gefühlt nicht ganz willkommen geheißen hat oder so. Genau. Und Aspecting ist ein Tool, das jetzt eben diese inneren Felder in Bewegung bringen kann. So. Aspecting heißt Aspekte, das sind so wie diese Aspekte, die inneren Aspekte, die sich so gespeichert haben. Meine innere Mutterbeziehung, meine innere Vaterbeziehung oder zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester, zu meiner Großmutter, zu meinen Lehrern und danach zu der Welt allgemein, zu der Existenz oder auch spannend andere Ebenen zu meiner Seele oder zu Gott oder zu dieser Energie, die alles vereint oder der Natur. Und ja, wir sind beschäftigt mit unseren inneren Aspekten und die sind uns aber meistens nicht so ganz bewusst. Also da läuft etwas sozusagen. Und Aspecting ist dieses Tool, das uns hilft, da an diese Orte wieder hinzukommen oder die uns bewusst zu machen und die emotionalen Anteile, die in diesen inneren Beziehungsdynamiken drin sind, zu bewegen. Und ja, was es macht, diese inneren Dynamiken zu bewegen, ist, dass ich merke, wenn ich eingetaucht bin in so eine Session, die ich mit mir selber mache, dann ist plötzlich etwas viel freier geworden nachher. Also wenn ich mit irgendetwas gestruggelt bin, zum Beispiel habe ich, war ich in einer Begegnung und etwas hat mich verletzt oder ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde nicht gehört oder ähm, ich habe das Gefühl, ich habe jemand anderen verletzt oder ich komme nicht vorwärts mit mir selber und bin die ganze Zeit an etwas dran und es funktioniert nicht. Hm, oder ja, fill in the blank. Dann nach einer solchen Session merke ich, dass da plötzlich viel mehr Raum ist für diese Ebenen, bei denen ich vorher angestanden bin. Und zum Beispiel auch, wenn ich in einem sexpositiven Raum so voll stuck bin und ich komme nicht weiter und ich komme nicht rein oder ich finde alle scheiße oder ich finde mich selber mega scheiße oder ich weiß nicht, was ich hier soll oder hier anfangen soll. Also es ist auch ein voll schönes Tool, um diese Erfahrungen zu verarbeiten und zu schauen, was passiert denn da eigentlich, was projiziere ich auf mich selber oder den Raum oder einzelne Begegnungen. Okay, kommen wir zum praktischen Teil von einer Aspecting-Session. Was du dafür brauchst oder wie ich das normalerweise mache, ist, ich habe 2 Kissen. Wir begegnen unseren inneren Aspekten. Das heißt, ich begegne einem inneren Aspekt und währenddem ich auf dem einen Kissen sitze, repräsentiert das andere Kissen oder diese andere Position diesen inneren Aspekt, dem ich begegnen möchte. Und genau, das heißt, wir haben wie so 2 Kissen, meistens eine bequeme Unterlage. Und dann schaue ich, dass ich entweder ganz alleine im Haus bin oder dass all die Menschen, die gerade so hier sind, dass die mich nicht stören. Und dass sie auch wissen, dass es mir gut geht. Weil meistens ist es so, dass wenn ich dann in diese Session eintauche und anfange, meine Emotionen zu fließen, dass es laut werden kann und ja, oder komisch sich anhören kann und dass niemand
das Irrenhaus anruft und mich abholen kommt. Also genau, dass ihr einfach das alle wissen, da passiert jetzt gerade was und es ist alles safe. Und wenn ich in diese Session reingehe, dann nehme ich mir immer eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, ich gebe mir einen Zeitrahmen und überschreite den hoffentlich nicht und unterschreite den auch nicht. Das heißt, wenn ich mich da hinsetze, dann bleibe ich für eine halbe Stunde hier und lasse mich berühren von dem, was hier ist. Und das heißt, ich gehe nicht hier hin und schaue mal so, ah ja, hier ist etwas, schaue es mir kurz an und jetzt hat es vielleicht nicht geklappt und dann 5 Minuten später bin ich wieder am Kaffee trinken, sondern ich gebe mir wirklich diese halbe Stunde, in der ich eintauche. Und ich lasse es auch nicht überufern. Das heißt, ich gehe jetzt nicht 3 Stunden forschen und gibt es da noch irgendetwas und ist da noch irgendetwas, das berührt oder bewegt werden möchte, sondern ich lasse es bei dieser halben Stunde, lasse mich darin berühren und wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann finde ich einen guten Abschluss und lasse es mal da, wo es geblieben ist. Also das, was ich hier bewegen möchte. Und wenn ich dann wieder eintauche, dann mache ich wieder ein neues Setting auf und nicht gleich 5 Minuten danach, sondern vielleicht am nächsten Tag oder in der Woche drauf. Also ich lasse das wirklich wirken, was hier stattfindet. Aspecting hat wie so 3 Hauptteile für mich. Das erste ist dieser schamanische Aufstellungsraum, in dem ich wie so meine inneren Aspekte aufstelle. Das heißt, ich habe hier 2 Positionen und wenn ich mich auf eine Position setze, dann lasse ich mich berühren von dieser Position. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter begegnen möchte, meiner inneren Mutter sozusagen, dann setze ich mich hier hin als ich und lasse mich berühren von dem, dass hier der Aspekt meiner Mutter sitzt und dass das die Position ist, der ich begegne. Und dann schaue ich, was hier passiert. Und das Gleiche, wenn ich dann meine Position ändere und mich hier hinsetze, dann lasse ich mich berühren von dem Aspekt meiner Mutter. Und das ist die Aufstellungsarbeit. So, also wir stellen Aspekte auf und schauen, was kommt dann da hoch. Also was passiert in meinem Körper, was entstehen für Empfindungen, was entstehen für Gefühle und was entstehen für Gedanken, währenddem ich hier sitze. Zum Beispiel hier spüre ich den Hinterteil meines Herzens ganz anders. Da ist irgendetwas offen und meine Beine fangen ein bisschen an zu zittern. Und das Wasser zieht sich zusammen und meine Zunge wird komisch, so mal vorerst. Währenddem, wenn ich hier sitze, dann fühle ich mich klein. Also so beängstigt zusammengedingst. Mein drittes Auge fängt an zu brennen und ich bekomme wirklich so ein Ziehen auf meiner Augenhaut. So. Also ich setze mich hier hin und dann lasse ich mich berühren von diesem Aspekt, von dieser Position und schaue, was passiert. Das Zweite ist, dass wir zum Beispiel in Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation, lernen wir zu differenzieren von, was habe ich gerade für eine Geschichte, also von meinem Gegenüber. So. Oh, jetzt habe ich meine Mutter genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Okay, ich nehme lieber meinen Vater gerade.
Da setze ich mich hier hin und dann schaue ich, was habe ich für eine Geschichte, wenn ich jetzt meinem Vater hier begegne, was habe ich für eine Geschichte gerade mit meinem Vater? Was nehme ich wahr? Was ist das, was ich da sehe? Oder was für eine Erfahrung habe ich in Begegnung mit meinem Vater? Und wenn ich diese Geschichte habe, das ist dann der zweite Teil. Also der erste Teil ist, was habe ich für eine Geschichte? Der zweite Teil ist, was für ein Gefühl, was für Gefühle löst es hier aus bei mir? Und wir unterscheiden hier zwischen vier Grundgefühlen. Vorerst Angst, Wut, Trauer und Freude. Und ich schaue mal, was für ein, welche Gefühle herrschen hier vor und in welchem Cocktail zum Beispiel. Wenn ich meinem Vater gegenüber bin, mit der Geschichte, die ich jetzt gerade in mir habe, dann kommt da Wut und Angst und ja. Und das kombiniert so als Ablehnung. Und währenddem ich in dieser zweiten Phase bin, schaue ich mir diese Gefühle genauer an und schaue, wie möchten sich diese Gefühle, die unter dieser Geschichte sind, die ich habe, wie möchten sich diese Gefühle körperlich in Bewegung und in Klang ausdrücken. Nicht in einem Satz vorerst, sondern nur mal in einem Klang. Das heißt, ich schaue mal, okay, hier ist diese Angst ihm gegenüber, die ist so, ist eher so eine abschüttelnde Angst, so. So. Und lasse einfach mal meinen Körper dieses Gefühl ausdrücken. Und die Wut ist wirklich so ein Ja. Ich habe das Gefühl, so in beiden Bewegungen war jetzt Angst und Wut drin. So, aber ich gebe wie so meinem Körper die Erlaubnis, diese Aspekte, die da hochkommen, wie so auszudrücken oder gebe meinen Körper frei, diese in den Fluss zu bringen. Und dann, wir sind immer noch bei den Gefühlen, schaue ich, wenn dieses Gefühl, nein, jetzt kommen wir zu dem Bedürfnis, das darunter liegt oder das in dem Gefühl ist. Also wenn ich da dieses Gefühl sprechen lassen würde, was würde dieses Gefühl sagen? Diese Angst ist zum Beispiel bei mir jetzt, diese Angst ist, ich habe Angst, nie auf irgendeine Weise verstanden zu werden von meinem Vater. So. Und die Wut oder die Abgrenzung ist ich will nichts mit dir zu tun haben, mit der Geschichte, die ich von dir habe, mit der möchte ich nichts zu tun haben. So. Genau. Also das, was wir machen, ist mit diesem Teil der gewaltfreien Kommunikation und dann diesem Moment, wo wir eintauchen in die Verkörperung von den Emotionen, ist, dass wir uns selber lernen wahrzunehmen darin, wie geht es mir in Begegnung mit meinem Gegenüber, mit diesem inneren Aspekt. Also ich
wenn ich jetzt hier sitze und das wirklich mache, dann formuliere ich die Geschichte so. Ich habe also in Begegnung mit dir wird diese Geschichte wach. Diese Geschichte in Begegnung mit dir löst in mir Angst und Wut aus. Diese Angst und diese Wut sieht so und so aus. Und diese Angst sagt das und diese Wut sagt das. Das ist so das Gerüst. Manchmal weiß ich ganz genau, was für einen inneren Aspekt ich da aufstellen will, was für einen inneren Aspekt ich da begegnen will. Und manchmal ist es so, dass ich mit einer Frage in diese Aspecting-Session reingehe. Das heißt, ich spüre nach, so wo möchte ich gerne mehr Klarheit kriegen in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe einen Stress mit Geld oder damit intime Beziehungen zu in mein Leben zu bringen, die mich erfüllen, oder ich kenne meine eigene Sexualität nicht oder zu wenig. Ja. Oder ich weiß nicht, was ich über den Sommer machen soll mit mir. Und dann gehe ich mit dieser Frage rein und schaue dann, welcher Aspekt kommt hoch. So was für ein Aspekt zeigt sich da. Und dann spüre ich einfach rein, so in ein Kissen, und lass die Qualität hochkommen, die sich dann da zeigen möchte. Und manchmal ist es mega klar und manchmal ist es noch nicht so ganz fassbar. Oder es verändert sich auch, währenddem ich in der Session bin. Das heißt, vielleicht habe ich angefangen mit einem Aspekt mit meiner Großmutter und plötzlich, wenn ich mich wieder setze in ein Kissen und meine Großmutter begegnen möchte, dann kommt plötzlich die ganze Ahnenreihe hervor. Oder das Thema Schönheit oder das Thema Sexualität oder das Thema Arbeit. Und dann gehe ich da einfach weiter. Also das ist voll schön, wenn sich da etwas verändert und man so merkt, ah ja, ich bin eigentlich gar nicht mit dieser Person, oder ich war gar nicht mit dieser Person in Begegnung, oder diese Person öffnet mir die Tür für einen bestimmten Archetypen oder eine bestimmte Auseinandersetzung. Also ich lasse mich da wie entweder davon berühren, dass ich einem etwas Bestimmten begegnen möchte, wo ich schon wie so weiß, ah ja, das sitzt dann da. Und das verändert sich eventuell während der Session. Oder ich gehe mit einer Frage rein und schaue dann, was für ein Aspekt zeigt sich mir. Kann auch zum Beispiel das Thema Scham sein. Ich merke, ah ja, ich habe so einen Scham oder einen Unwert, Selbstwert, Minderwert, oder ich habe das Gefühl, ich bin zu alt oder nicht schön genug oder nicht reich genug. Und dann schaue ich, was ist da eigentlich, was zeigt sich da für eine innere Beziehungsdynamik, die da so drin feststeckt, in diesem Unwert. Damit das richtig gut funktioniert, dass wir Energien fließen lassen können in diesen Begegnungen, in denen wir so drin stecken, ist es wichtig, dass wir uns erlauben, dass die Emotionen, die in unserem Körper gespeichert sind, in den Fluss kommen können. Im ISTA zum Beispiel nennt man das Emotional Release. Ich finde, Release ist manchmal etwas, das ein bisschen einen schwierigeren wie so einen Unterton hat, weil es auch wie so in dieser emotionalen Katharsis, die man sich da manchmal so antrainiert, kann auch ein
ein Fliehen stattfinden, viel mehr als ein wirklich zu sich kommen. Und was ich lieber mag, ist die Formulierung von Emotional Expression. Und vor allem in diesen so früheren Erfahrungen als Kind, als man so in Begegnung war mit diesen eher schwierigen Situationen, wo man vielleicht eben sich, also wo man geprägt wurde oder Strategien entwickelt hat, ist die Emotionalität oder die freie, der Ausdruck von Freiheit und von Gefühlen wurde immer wie mehr eigentlich zurückgenommen. Also wir haben den immer wie mehr zurückgenommen. Das heißt, währenddem wir vielleicht als Kind einfach mal voll ein Tantrum durchgegeben haben, also erlauben wir das uns als Erwachsene überhaupt nicht mehr, sondern sind wie so, oh ja, ganz freundlich und wenn es dir nichts ausmacht, dann bitte vielleicht doch eventuell, aber nur wenn du kein Problem damit hast, dann die Schuhe aus der Wohnung draußen lassen oder so. Genau, und um da wieder einen Fluss reinzukriegen, muss man sich das so auch ein bisschen erlauben. Und eins der Gefühle, eins der Möglichkeiten, um sich das zu erlauben, ist, sich wirklich mal zu erlauben, laut zu sein. Und zum Beispiel Wut, um Wut in den Fluss zu bringen, ohne dass man jetzt ein Gegenüber hat, kann es zum Beispiel ein spannendes Tool oder ein spannendes Werkzeug sein, dass wenn wir wirklich gute Kissen haben, dass wir hier auf diesem einen Kissen sitzen, uns mit einem Ort verbinden, wo wir wirklich Wut spüren. Manchmal, wenn wir diese Erfahrung als erstes machen, dann erlauben wir uns noch nicht an diesem Ort in eine Wut zu gehen, da wo es wirklich wütend wird, sondern vielleicht finden wir es einfach scheiße, dass jemand nicht gut fährt also so beim Autofahren, keine Ahnung, uns den Rechtsvortritt wegschnappt oder so und wir da so merken, boah, da kann ich wütend sein. Boah. Oder jemand gibt uns kein Trinkgeld oder so. Oder hat uns nicht richtig die Hand gegeben. So. Und dass wir irgendwie merken, ah ja, genau, da spüre ich Wut. So, da finde ich es jetzt zuerst mal richtig scheiße. Und vielleicht da, wo es dann wirklich schwierig ist, wie so, oh, mein Partner oder meine Partnerin hat mir etwas nicht gesagt, was ich als wichtig empfinde. Da kann es manchmal sein, dass wir da uns noch nicht erlauben, wütend zu sein, weil das zum Beispiel die Beziehung gefährden könnte oder weil wir einfach gelernt haben, in diesen eher näheren zwischenmenschlichen Beziehungen noch nicht die Wahrheit zu sagen. Also wenn ihr da mal erstmals reingeht, dann erlaubt euch einfach mal bei Banalitäten anzufangen, bei diesen Scheißmenschen, die einfach nicht richtig Auto fahren können, zum Beispiel. Und dann lade ich dich ein, da einfach mal reinzuspüren in einen Ort, den du richtig scheiße findest, wo du richtig merkst, ja, da brodelt's. Und was wir machen ist, wir schlagen einfach auf das Kissen. Aber wir schlagen auf das Kissen, ohne dass wir uns verletzen. Das heißt, mit den Unterarmen hier voll rauf. So. Und mit dem ganzen Oberkörper. Und währenddem wir das machen, nutzen wir unsere Stimme. Und ich denke jetzt an diese Menschen, die nicht Auto fahren können und finde so, fuck! Fucking! Und, das ist geil.
Und ich lasse einfach zu, oh, jetzt ist meine Stimme viel freier. Und ich lasse es zu, dass mein ganzer Körper in diese Wut reingeht und dass meine Stimme auch in dieser Wut drin ist. Und wenn wir in so emotionale Erfahrungen reingehen, dann ist es erstens sehr cool, wirklich an unser Limit zu gehen für eine kurze Zeit. Also ich mache das jetzt nicht eine halbe Stunde, sondern ich mache das vielleicht eine halbe Minute allerhöchstens und dann setze ich mich wieder zurück und schaue, was ist jetzt passiert. Und ohne zu beurteilen, was hier passiert ist, nehme ich nur wahr, was ist jetzt hier passiert. Mit ohne zu beurteilen meine ich, ohne zuzulassen, dass ich jetzt das gut oder schlecht finden muss, sondern einfach wahrzunehmen, was ist hier passiert und vielleicht auch wahrzunehmen, ah ja, beurteile ich das jetzt gerade oder nicht. Aber nicht im Sinn von, ich habe das jetzt nicht wieder richtig gemacht, sondern einfach, ich habe das jetzt gemacht und genauso wie ich das jetzt gerade gemacht habe, ist es richtig und jetzt kann ich wieder aufhören. Was ich noch vergessen habe, ist, wenn ich so hier mit meinem Oberkörper hier so das Kissen verhaue, dann mache ich das nicht so, dass ich hier dann mit den Ellbogen hier drin bin, weil dann bekomme ich einen Schlag in den Rücken, sondern ich lasse das wie so ganz durchlaufen. Hier seht ihr den Winkel. Genau. Das ist einfach so Emotional Expression Safety Rules. Dann die zweite Emotion ist Angst, die ich euch zeigen möchte. Und Angst schlussendlich ist so wie eine Art Zittern. Und also es hat zwei Möglichkeiten meistens. Entweder ist es wie eine Art Zittern und dann lasse ich das auch einfach zu und helfe dem sogar noch nach und ich schaue immer, dass mein Becken auch dabei ist. So, einfach so. Nein. Nein. Das heißt, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, ich lasse es für ein paar Sekunden zu und gebe dem auch wieder einen Ausdruck. Also ich versuche, wie so die Stimme mitzunehmen. So. Also den ganzen Körper, inklusive Becken, Beine, alles so mitzunehmen. Und dann lasse ich es wieder los und schaue, was passiert, wie vorher. Und ich habe ja gesagt, es sind eigentlich zwei Bewegungen. Das eine ist das Zittern und das andere ist das so in sich zurückziehen und überall alles so auch so anzukrampfen. Manchmal gehen wir wie so weg oder dissoziieren, was auch beim Körper eigentlich macht, dass sich alles so zusammenkrampft. So, ist einfach wie so zusammen. Und dann mache ich das alles, vielleicht krampft es sich so fest, dass sogar mein Anus so zusammenkrampft, so meine Foodiebacken, alles krampft sich zusammen, meine Jaw. Und dann lasse ich es wieder los. Und schau dann, was passiert. Die Idee von all diesen Embodied Emotional Expression Tools ist, dass ich wie
meinem Körper erlaube, die Erfahrung zu machen, die mein Körper eigentlich machen möchte. Und manchmal ist es so, dass mein Körper schon in den vollen Ausdruck geht, der eigentlich möglich ist mit dieser Emotion. Und manchmal ist es so, dass mein Körper oder ich mir nicht ganz erlaube, da voll hinzugehen. Und dann helfe ich nach und multipliziere das ein bisschen, was ich da spüre. Also vielleicht ist jetzt diese Angst, die ich vorhin so dargestellt habe, ist vielleicht nur bis so und nur ein bisschen zittern und dann, damit aber die Energie wirklich fließen kann, lasse ich einfach noch ein bisschen mehr zittern und mich zusammenziehen und so noch viel mehr da reinzugehen und dann wieder loszulassen und zu schauen, was passiert. Also jetzt hatten wir Wut und Angst und dann Trauer. Ist meistens auch so etwas, das hier stattfindet. Und die wirkliche Trauer ist da, wo eigentlich unser ganzer Brustkorb aufgeht und unser Herz aufgeht, weil da die Verletzung eigentlich wie geheilt werden möchte. Und wenn ich merke, da kommt Trauer hoch in einem Aspecting, dann ist das Erste, was mein Körper oft machen möchte, ist so wie mich in der Trauer versinken oder halt diese Trauer nicht ganz zuzulassen und wie so zurückzuziehen und wie so diesen Schmerz eigentlich schützen, so den nicht wirklich fließen lassen. Und was wir bei den Emotional Expressions aber machen, wenn Trauer aufkommt, ist Wailing. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist wirklich diesem Schmerz eigentlich Ausdruck zu verleihen, uns zu öffnen, so ganz und auch so ein bisschen nach hinten zu gehen und dann wie über die Stimme der Trauer einen Ausdruck geben. Das heißt, ich bin dann vielleicht mit Trauer und dann mache ich so und lasse einfach mein Herz sprechen. Und auch hier ist es wieder so, dass wir das einfach übertreiben. Und bei Freude ist es meistens so, dass wir wie so mit allem in uns wie so in einen übervollen Ausdruck gehen wollen und dass wir irgendetwas feiern möchten und dann gehen wir meistens wie so raus und eigentlich mit den Fäusten so ein bisschen yeah und auch sich wieder öffnen. So. Genau. Da könnt ihr auch schauen, wie sich eure Freude ausdrucken möchte. Aber es kann sein, dass es wie so aussieht oder nochmal ganz anders. Aber meistens so feiern, so wow, yeah, ha! So. Okay, das war's. Ja. Und natürlich ist es jetzt nicht einfach, ich sag das und dann das und dann das, sondern ich lasse mich zwar von dieser Struktur leiten, so ich erzähle die Geschichte, dann gebe ich die Emotionen, die ich spüre, in Ausdruck und dann formuliere ich das Bedürfnis, das in diesen Emotionen drin ist. Da lasse ich mir Zeit, um mich von diesen 3 Aspekten wie so zu berühren.
und spüre auch nach, was macht es mit mir in Begegnung mit diesem inneren Aspekt. Ein wichtiger Teil ist die Atmung. Wenn ich wie so merke, ähm, ich kann irgendetwas nicht genau greifen oder etwas ist mir zu viel plötzlich, dann lade ich mich selber ein, tief zum Beispiel in meinen Bauch oder mein Becken zu atmen, meinen Boden zu spüren, eine kurze Präsenzpause zu machen. Das heißt, ich bin einfach präsent und spüre und atme in das, was ich spüre und versuche das, was ich spüre, genau wahrzunehmen. So. Und dann, wenn ich diese Struktur gemacht habe, auf diese Position, dann gehe ich zu der anderen Position. Und währenddem ich hier bin, und jetzt bin ich natürlich mein Vater, lasse ich mich hier auch wieder berühren davon, was passiert jetzt. Und ohne dass ich im Kopf bin, ohne dass ich denke, ah ja, jetzt muss ich mein Vater sein und wie ist mein Vater schon wieder und was denkt er oder was sagt er, sondern ich bin einfach hier und ich schaue, was kommt. Und es buxiert mich so richtig aus dem Körper raus und mir wird schlecht und mein drittes Auge fängt auch an schlecht zu werden. Und ich setze mich natürlich gerade hin und habe wie so das alles gehört und schau mal, wie berührt es mich hier in diesem inneren Aspekt von meinem Vater. Und und wenn ich bereit bin, dann nehme ich wieder diese Struktur und ich sage wieder, okay, ich hab das von dir gehört, also ich habe die Geschichte, dass ich das und das von dir gehört habe. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sein und sagen, wieso, ich habe nichts von dir gehört. Ich habe die Geschichte, dass du nichts gesagt hast, sozusagen. Und das Gefühl, das es in mir auslöst, ist auch Angst. Und die Angst macht das. Und die Angst drückt aus, ich möchte mich gerne verkriechen und weggehen und ich habe keine Lust, mit dir in diese Auseinandersetzung zu gehen. Dann spüre ich das wieder nach. Bis ich das Gefühl habe, da ist alles, was vorher in Bewegung war, jetzt gerade so an einen Ort gekommen, wo ich so merke, ah ja, genau, hier bin ich. So. Und dann gehe ich wieder zurück. So. Und dann gehe ich wieder an einen Ort, von dem ich wie nichts weiß. Also ich gehe nicht zurück in die Idee davon, dass ich ja wusste, was ich vorhin gesagt habe und was ich jetzt sagen könnte, sondern ich mache das eigentlich wieder wie auf Null und schaue einfach wieder so, was passiert, wenn ich hier sitze und alles vergessen habe, was ich vorhin gesagt habe oder was vorhin gesagt wurde. Aspecting ist ein sehr kraftvolles Tool, von dem ich das Gefühl habe, da kann ganz viel Heilung stattfinden. Und ich möchte hier einfach noch betonen, dass es ein Tool ist, das
eine bestimmte Limitierung hat. Und zwar bin ich da wie unterwegs mit mir selber. Und das kann toll sein, mal so ein Tool zu haben, wo ich wie so merke, ah ja, ich kann Dinge für mich selber in mir bewegen. Und da habe ich eine Kraft drin und das ist voll befreiend, so mit mir selber da in Prozesse gehen zu können. Und es hat eine Limitierung, und zwar, dass ich nur so weit komme, wie mein eigenes Nervensystem Platz für Heilung hat. Und ein paar Dinge sind sehr einfach oder kommen in eine einfache Bewegung, wenn ich sie nur mit mir selber anschaue. Und ein paar Dinge sind total essentiell, dass ich eine Begleitung damit habe. Das heißt, dass da jemand ist, der mit etwas, mit dem ich total im Stress bin und wo ich diese total anstehe, weil die Kapazität in mir für diesen Prozess nicht reicht, dass ich mir da Unterstützung hole und dass da jemand ist mit einem entspannten Nervensystem, mit einem gewissen Boden zu diesem Thema, keine Ahnung, sitzt. Zum Beispiel um Sexualität geht, das ja eigentlich eher etwas Schwieriges ist oder eventuell neue Beziehungsformen oder was auch immer. Und ja, ich lade dich ein zu schauen, wo macht es Sinn, dieses Tool zu nutzen, und ab wann ist es auch wichtig, Begleitung zu holen, zu schauen, ah ja, jetzt brauche ich jemanden, der für mich den Raum mithält, damit da Prozesse stattfinden können oder etwas in den Fluss kommt, indem ich mich nicht selber begleiten kann. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Wenn du dich begleiten lassen möchtest, auch. Oder auch, falls du einfach mitteilen möchtest, wie du dieses Aspecting jetzt für dich ausprobiert hast und wie es geklappt hat.